Dankeschön. Der Kampf um die eigene Identität. Milan führt ihn, seit er denken kann. Denn er ist trans. Bei der Geburt wurde er als Mädchen wahrgenommen, doch er fühlt sich schon immer als Junge. Wie gelingt die Suche nach der eigenen Identität? Und was bedeutet das für seine Mutter? Kannst du mich auch mal umarmen, bitte? Ich brauche auch gerade mal Liebe. Das ist lieb. Für ein halbes Jahr begleiten wir Milan, gerade 18, und seine Mutter Sabrina. Im Alltag und bei der nächsten großen Operation. Da bin ich vielleicht ein Jahr, halbes Jahr irgendwie so. Und ich war aber eigentlich ganz knuffig. Und so mit 3, 4 Jahren ging es dann weg. Aber also ich finde, dass ich auf jeden Fall voll glücklich aussehe. Und das finde ich schön irgendwie. Ich denke, mit 6 hat es angefangen, vielleicht ein bisschen früher, dass mir unwohl war, wenn ich jetzt zum Beispiel einen pinken Rucksack hatte oder sowas. Und da hat es dann so langsam angefangen, dass ich so gedacht habe, nee, irgendwie, das will ich nicht. Aber das war jetzt, also ich war nie ein Mädchen. Für mich war immer, ich bin ein Junge. So. Das war gar nicht so ein Thema, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich ein Mädchen und dann bin ich ein Junge, sondern es war halt schon von Anfang an so. Die beiden wohnen mit Schwester und Stiefvater in Kleinmachnow, südlich von Berlin. Also hier hingen viele Bilder von Milan, natürlich auch als Mädchen zu sehen, auch im Wohnzimmer. Und er hat gesagt, er möchte das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay. Für mich war es erst wieder schwer, weil das ist so wie eine Kindheit auslöschen. Sehr emotional war für mich die Einschulung. Ja, ich habe geheult. Geheult, ist schon so groß. Und dieses Bild kam auch ab. Aber ich kann ja dann nicht sagen, die waren ja nur für mich schön, nicht für Milan. Für Milan war früh klar, dass er ein Junge ist. Doch für seine Mutter ist das etwas anders. Der Verstand hatte gesagt, ja, du musst ihm helfen und er braucht Hilfe. Aber mein Herz war einfach noch nicht so weit, weil ich habe ja mein Mädchen und ich wollte doch immer ein Mädchen. Und was macht denn mein Mädchen jetzt? Das bricht einfach aus und will jetzt ein Junge sein. Wieso denn das? Und dann hat er gesagt, Mama, wenn du nur 3 Minuten wüsstest, wie sich mein scheiß Körper anfühlt, dann würdest du das verstehen und du würdest mir helfen. Also am Anfang gab es schon mal so eine Phase, wo ich so gedacht habe, ja okay, wenn Mama ein Mädchen will, dann muss ich das jetzt halt so machen. Und das war auch so Ende 6. Klasse bis zur 7. oder irgendwie so, wo ich dann zwanghaft pinke Sachen getragen habe. Und da ich mir so, ja okay, wenn Mama jetzt glücklich ist, dann bin ich jetzt halt auch glücklich. Aber ja, war halt nicht so. Heute kleidet sich Milan gern bunt, benutzt auch mal Nagellack. Denn das allein hat für ihn nichts mit dem Geschlecht zu tun. Die Unsicherheit aber, wie er nach außen wirkt, die bleibt. Also jedem, den ich kennenlerne, den erzähle ich natürlich nicht, dass ich trans bin. Ich habe immer Angst, dass ich nur darauf dann reduziert werde und darauf habe ich keinen Bock. Also ich bin Milan und das reicht und ich bin nicht Milan und trans. Milan hat sich seinen Namen selbst ausgesucht. Mit 17 hielt er endlich den neuen Pass in den Händen. Ich finde, mein vorheriger Name ist quasi gestorben mit der Person, die er hätte sein sollen. Aber ich war ja nie diese Person. Und niemand weiß auch von diesem Namen und ich erzähle das auch keinem, weil das bin ja nicht ich. Es war auch nie ich. Und von daher hat es überhaupt gar keine Relevanz. Der war gelandet, warum guckt keiner? Ich hab's drauf, natürlich. Ja! Je früher ein Kind weiß, dass es trans ist, desto einfacher wird auch eine Geschlechtsangleichung. Mit Hormonblockern kann die Pubertät gestoppt werden. Bei Milan beginnt die Behandlung erst mit 14. Ich habe halt immer diese Gedanken gehabt, ja, was wäre denn wenn? Ich hätte schon so viel früher loslegen können. Ich hätte schon so viel früher Hormone nehmen können. Ich hätte schon so viel früher vielleicht hätte ich, wenn wir ganz früh angefangen hätten, auch überhaupt keine OP gebraucht. So, das sind halt so Gedanken, die ich die ganze Zeit hatte. Und wo ich dann auch manchmal so ein bisschen sauer war, wo ich so dachte, ja, was ist denn so schwer daran, da auf so einem Zettel zu unterschreiben?
Die Eltern müssen zustimmen, wenn ein Kind mit Hormonen behandelt werden soll. Der Endokrinologe, der Hormonarzt, wundert sich, dass Milan erst so spät zu ihm kommt. Und dann fragte er, Milan, seit wann denkst du denn, fühlst du dich nicht wohl? Und dann sagte er, ja, und warum bist du jetzt erst hier? Und Milan sagte dann halt, naja, meine Mama brauchte Zeit. Oh. Und dann war bei mir, ich hätte im Boden versinken können, dachte, ja, bloß weil ich so ein Feigling bin und mich nicht traue, musste mein Kind warten. Und wenn es nur ein halbes Jahr ist, warten oder ein Jahr, das ist viel Zeit. Die Brüste waren schon gewachsen, als Milan Hormonblocker bekommt. Mit 16 wird ihm Testosteron gespritzt. Er bekommt es für den Rest seines Lebens alle 3 Monate. Okay, dann auf den Bauch einmal hinlegen. Also ich würde sagen, dass ich so nach 2, 3 Monaten gemerkt habe, dass sich die Stimme auf jeden Fall krass verändert hat. Und so eine Woche, nachdem ich die Spritze bekomme, merke ich immer so, dass ich so ein bisschen, aufpöbelnder bin. Also ich bin so ein bisschen, also nicht aggressiver, sondern ich habe halt einfach ein bisschen mehr Energie. Ich bin ein bisschen sprunghafter so, aber das legt sich dann noch ganz schnell wieder. Also es sind so die Veränderungen, die ich so ganz bewusst und was auch so mein Umfeld bemerkt. Sein Hormonarzt, Dr. Klaus-Peter Liesenkötter, hat immer häufiger Patienten wie Milan. Kinder, die sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Es gibt zwar immer noch viel zu wenig Behandler, aber der Zugang zur Behandlung ist einfacher und damit auch dem geschuldet die Zunahme der Behandlungszahlen. Dass wir noch längst nicht alle sehen, die eine Geschlechtsinkongruenz haben, das steht auch für alle Experten fest. Oft heißt es, die Zunahme von geschlechtsangleichenden Behandlungen bei Kindern und Jugendlichen sei nur ein Trend. Ich würde dann immer die Frage zurückfragen, warum würde ich mir denn sowas freiwillig antun, wenn es doch nur ein Trend wäre? Also ich würde mir ja nicht alle 3 Monate eine Spritze in den Po jagen oder mich Operationen unterziehen, wenn ich sagen würde, jo, ich mache das jetzt hier nur so zum Spaß. Also ich denke, jeder, der diese Transformation und diesen Weg geht, ist sich sicher, dass man das wirklich will. Milans Mutter Sabrina ist Raumausstatterin in einem kleinen Berliner Betrieb. Polstern, tapezieren, Fußböden verlegen. Ein männerdominiertes Handwerk. Splitter hat man oft drin. Schlimmer ist halt Tacker, wenn du dich mal aus Versehen daneben schießt und in den Finger rein. Aber das ist auch ganz selten. Also das Größte, was ich erzählen kann, war, dass ich mir mal einen Oberschenkel geschossen habe. Aber das war denn auch schon. Nicht zu zimperlich sein, das kennt sie schon aus ihrer Jugend. Früher habe ich hier Autos aufgeknackt und so was und ich habe ganz viel geklaut und so was. Also wirklich schlimm. Ja. Sprayer war ich, dann war ich in Kreuzberg in so einer Bande da. Also war irgendwie wirklich nicht. Dann hatte ich einen Freund, der war nicht in Ordnung. Und, da hatte ich wirklich auch mal eine Knarre am Kopf und ein Messer am Hals und musste flüchten. Auch mit Milans Vater klappt es nicht. Sie trennen sich, da ist Milan 8 und seine kleine Schwester noch im Kindergarten. Sabrina ist erstmal allein mit einem Vollzeitjob. Das eine Kind will ein Sohn sein, das andere entwickelt Essstörungen. Und trotzdem eine gute Mutter zu sein, dass man also den Job gut macht, den Haushalt gut macht und alles schafft mit allem drumherum. Und die Kinder natürlich überhaupt nicht vernachlässigt dabei. Ja? Und das ist ein schwieriger Grad, wirklich. Weil Milan brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Wir mussten überall hinfahren, alles dauerte immer. Man fährt nicht einfach nur so zum Gutachter, sondern sitzt da erst mal. Und dann redet man und dann ist man nach 3, 4 Stunden wieder zu Hause. Und in der Zeit hatte halt meine kleine Tochter nicht die Aufmerksamkeit. Und das war schwer, sehr schwer. Also da hatte ich auch immer hier Schuldgefühle und ja, Druck. Um sich von diesem Druck zu befreien, macht Sabrina Sport. Gerne gemeinsam mit Milan, der sowieso immer in Bewegung ist. Er will Muskeln aufbauen, sein Testosteron ordentlich nutzen. Also ich wollte gerne Nordic Walking machen
Und Milan ist dann aber zu öde. Nee, es ist mir nicht so öde. Es verbraucht halt einfach gar keine Kalorien und es sieht auch doof aus. Naja, du kannst ja joggen. Sabrina hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Das Spirituelle hilft ihr, entspannter zu sein und besser auf die Sorgen von Milan einzugehen. Und ausatmen mit geradem Rücken. Nach vorne und nach unten. Durch das Yoga, gerade noch mal in der Ausbildung, die war also zum richtigen Zeitpunkt, war die da. Nicht nur für Milan entscheidend, sondern auch für mich, kam die Wendung, wo ich mir gesagt habe, jeder Mensch darf so leben, wie er leben möchte. Und ich als Mutter habe nicht das Recht, so zu denken, naja, aber ich wollte ein Mädchen. Und dafür schäme ich mich richtig, ja, dass ich sage, Mensch, ich hätte helfen können, viel früher, wir wären schon viel weiter. Aber ich brauchte halt Zeit. Ganz böse Nummer. Mhm. Komm, Ghetto-Faust. Ghetto-Faust? Hey, Ghetto-Faust ist das? Einklatschen erst. Nee. Mutter und Sohn sind sich näher als je zuvor. Der Vater ist schon lange nicht mehr da. Vor über 2 Jahren hat Milan sogar den Kontakt zu ihm abgebrochen. Naja, also er hat halt immer gesagt, er hat sich als erstes Kind einen Jungen gewünscht. Und deswegen dachte ich mir so beim Outing, ja, dann ist das ja super. Kommt ihm ja zugute so quasi. Aber irgendwie fand er das dann doch nicht so geil. Und hat auch immer weibliche Pronomen benutzt, hat immer den alten Namen gesagt. Und wo ich ihn dann irgendwie mal drauf angesprochen habe, ich werde nie den Namen sagen, du bleibst für mich immer ein Mädchen und das geht so nicht. Und deswegen hat sich das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will keinen Kontakt mehr, hat sich das gut angefühlt. So, weil das war dann so, wenn man die ganze Zeit quasi beleidigt wird mit seinem alten Namen oder Sie-Pronomen, dann ist es halt einfach schön, wenn man dann mit so einer Person keinen Kontakt mehr hat. Das war halt einfach richtig erleichternd. So. Sein Vater sagt heute, er würde Milan als Sohn akzeptieren und Streit hätte es nur wegen Geld gegeben. Mit männlichen Vorbildern tut sich Milan ohnehin schwer. Naja, wenn man so ein toxisches Männlichkeitsbild hat, also Männer dürfen nicht weinen, Männer müssen stark sein, Männer müssen das Geld nach Hause bringen, finde ich dumm, war und ist nie zeitgemäß. So, also das macht keinen Sinn. Zum Beispiel, ich finde Spinnen absolut eklig. Und dann sagen Leute zu mir so, hä, aber du bist doch jetzt ein Mann, Männer haben keine Angst vor Spinnen. Das hat doch gar damit, ich mag einfach Spinnen nicht. Ich möchte einfach als männlich gesehen werden, vielleicht so. Also ich möchte nicht wie alle Männer sein, auf gar keinen Fall, aber einfach männlich gesehen werden. Und wenn dann aber jemand sagt, ja, du nimmst zwar Testosteron, aber du bist ja trotzdem nicht so richtig, das kotzt mich an. Milan fühlt sich ganz als Mann, auch wenn er noch keinen Penis, sondern eine Vagina hat. So zusammengenäht, das dann hier drin quasi. In seiner Unterhose trägt er so lange einen kleinen Zusatz. Der kommt in meine Hose, damit halt so eine Beule da ist, so eine natürliche Beule. Aber so an sich kann der halt nichts. Wenn ich jetzt so hier stehe, dann fühlt sich das halt so leer an irgendwie. Also auch, wenn ich jetzt irgendwie hier so hingreife, dann ist da halt nichts. Und das ist halt irgendwie richtig komisch. Und wenn ich den drin habe, dann ist da halt einfach was. Ich spüre quasi, dass da was ist so. Und man sieht's halt auch so. Und das, also klar, jetzt, wenn ich in der Stadt rumlaufe, gucke ich nicht jedem Mann irgendwie auf seinen Penis oder so. Das macht man ja normalerweise auch nicht. Aber ich fühle mich einfach besser und wohler, wenn ich den drin habe. Ich finde es normal. Also wir haben Regeln, dass er halt nicht in der Küche liegen soll und auch nicht im Geschirrspüler mit gewaschen wird. Aber es gehört ja mit dazu. Wir waren zusammen den kaufen und haben den zusammen ausgesucht. Und er fühlt sich damit wohler und irgendwie vollkommener. Und deswegen gehört er total dazu. Ein Penis aus Silikon, Testosteronspritzen, ein neuer Ausweis. All das soll Milans Leben besser machen. Doch der Prozess der Geschlechtsangleichung dauert. Manchmal so lange, dass Milan kein Licht sieht. Es ging mir nicht schnell genug, es ging mir nicht gut genug. Und da hatte ich dann so eine ziemlich lange selbstverletzende Phase. Und auch Gedankengänge, die schwer in Richtung Suizid gingen und so. Ich weiß nicht, von allen Seiten kam es immer so, ja,
du hast ja jetzt Testo, jetzt musst du glücklich sein. Das war immer so, wo ich mir dachte, ja, wie geht denn das? Wie soll ich denn glücklich sein? So, das war immer so, ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, dann habe ich es halt verdient, Schmerzen zu haben. Und ich habe mich halt dadurch dann besser gefühlt. So. Also ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich tot. Und so habe ich halt gemerkt, okay, ich bin noch da. So. Also das hört sich jetzt scheiße an, aber ich blute, ich lebe noch so. Und das war irgendwie, also ich habe mich da irgendwie wieder so ein bisschen belebender und frisch gefühlt. Man ist richtig hilflos. Man weiß ja nicht, was man machen soll. Und der nächste Gedanke ist, okay, der nächste Schnitt geht vielleicht daneben und du sammelst dann dein totes Kind irgendwo auf. Und dann ist wieder irgendwo ein Kind, was Suizid begangen hat, weil es halt nicht glücklich ist und weil diese Mühlen so langsam mahlen. Inzwischen hat Milan neuen Halt gefunden. Durch Capoeira, einen brasilianischen Kampftanz. Alles aus dem Körper herausholen. Kraft, Balance, Beweglichkeit. Also jetzt am schlimmsten ist jetzt eigentlich dieses sich immer Sorgen zu machen, dass irgendwer merkt, dass ich keinen Penis habe. Das habe ich sehr oft. Vor allem jetzt zum Beispiel beim Sport oder so. Das ist schon was, wo ich sehr oft drüber nachdenke. Ja, und halt, wenn ich den habe, dass ich mich dann einfach richtig fühle und angekommen fühle. So. Also, dass ich dann damit auch abschließen kann, nicht mehr so oft darüber nachdenken muss. Jeder Transmensch geht einen anderen Weg. Nicht jeder lässt sich operieren. Manche behalten ihr angeborenes Geschlechtsteil bis zum Lebensende. Milan hat sich jedoch entschieden, nach seiner Brust auch Gebärmutter und Eierstöcke entfernen zu lassen. Später soll ein Penis modelliert werden aus einem Hautlappen des Unterarms. Vor der Brust-OP war ich so ein bisschen so, yo, das wird alles ganz easy. Und danach lag ich so in dem Bett und dachte mir so, oh, habe ich mich ein bisschen überschätzt. Also es wird auf jeden Fall kein Kinderspiel, es wird auch auf jeden Fall nicht schmerzfrei. Aber ich finde, wenn ich dadurch glücklich werde, dann ist es der einzige Weg, den ich gehen kann und den ich auch gehen werde. Im Berliner Behring-Krankenhaus wird Milan heute durchgecheckt für die nächste Operation. Narkose, 3 Tage Krankenhaus, ein großer Eingriff. Hallo. Guten Tag, um Sie geht's, ne? Ja. Herzlich willkommen. Tag. Im Prinzip ist das, ne? Also dass man sagen würde, also Der Chirurg Dr. Uwe von Fritschen bespricht den Ablauf. Sie sind bestimmt gut informiert. Ja. Sie wissen, was Sie wollen? Ja. Manche wollen die Vagina behalten, andere nicht. Nicht behalten. Kann raus, ne? Dann würden wir einen Teil jetzt mit entfernen und den Rest erstmal belassen. Das machen wir dann später, je nachdem, wie und wann Sie sich entscheiden. Und dann wird eben die Gebärmutter und die Eierstöcke werden dann durch die Vagina entfernt und dann entfernen wir die halt ein Stück weit mit, damit wir später, wenn wir dann den Penoidaufbau oder was immer machen, das ein bisschen einfacher haben und das Gewebe brauchen wir dann ja nicht mehr. Gut, na dann schicke ich Sie mal hier auf die Odyssee und wie gesagt, Aufnahmezentrum und Anästhesie und dann noch einmal auf Station und das. Okay, super. Gut, alles klar. Dankeschön. Welche Seite hätten Sie gerne? Welche mögen Sie denn? Eine schöne. Na, geht doch. Okay? Jo. Einen kleinen Peek. Schlecht wird ja nicht? Nee, kannst du nicht sehen. Ich esse nur kein Fleisch, sonst. Also vegetarisch. Ja, Aber vegetarisch, nicht vegan. also doch vegan. Dankeschön. Die Veränderung des Körpers ist nur ein Teil von Milans Transition. Ein anderer Teil betrifft das soziale Leben.
Milans Freundinnen und Freunde nehmen ihn schon lange als Jungen wahr. Das ist so lustig, sie hört alles. Als Milan sich vor seiner Klasse als trans geoutet hat, gab es sogar Applaus. Für Mille ist Milan in erster Linie ein besonders guter Freund. Humorvoll, verlässlich, meistens. Gut aussehend. Gut aussehend. Mhm. Doch, das stimmt aber. Wirklich? Nein, du kriegst mal voll viele Leute, die schreiben ihn an und finden ihn gut. Er so, ich will nicht, hilf mir. Und dann muss ich die Leute abbimmeln. Was soll ich denn mit 3 Typen auf einmal? Und dann kommt immer so, ja, kannst du nicht was schreiben, was ich dem schreiben soll? Dann schreibe ich das und er schickt es dann ab. Was? Nein, der Test meine ich. Ach so, ja. 2 Tage später, der Morgen vor der OP. Ein weiterer Schritt hin zu dem Mann, der Milan schon immer war. Wann müssen wir los? War mal halb, ne? Dann muss ich auf jeden Fall noch mal pinkeln. Ja, ich auch. Die ganze Zeit ist sie rumgewatschelt und dann bin ich jetzt auch angespannt. Aber ist gar nicht schlimm. Wirklich nicht. Gestern Abend oder wann? Nee, jetzt gerade. Nee, gestern Abend war noch alles cool. Ja, meine Schwingung. Mama lag hier unten auf dem Teppich. Warum eigentlich? Weil der schlecht war, ne? Mir war schlecht. Und dann habe ich mich dazugelegt und dann haben wir ein paar YouTube-Videos geguckt. Joko und Klaas haben wir geguckt. Ja, genau. Hier mit Ryan Gosling, wo die den. Ey, das war voll lustig. Ja, wir müssen los. Was fühlst du jetzt, Mili? Was? Was fühlst du jetzt so? Nix. Freude? Nee. Ich hab Muskelkater. Erleichterung? Nee, auch nicht. Ein 3-stündiger Eingriff steht bevor. Einmal mehr heißt es loslassen. Aber schon bei Mille. Ja? Ja. Ach, ist ja peinlich. Es ist schon ein bisschen peinlich. Ist kein Mensch. Doch. Okay, wollen wir nochmal mit der Nase? Zu Hause mal kuscheln wollen, wa? Das hat richtig so zur Seite gebogen. Ja, meiner, ja. Ja. Sabrina ist nicht nur wegen der OP an sich angespannt, heute werden die Eierstöcke entfernt. Damit kann ihr Sohn keine Kinder mehr zeugen. Sie sitzt halt tief so für mich jetzt, die OP auch. Das ist so, kommt jetzt alles raus. Und das ist wirklich endgültig. Wirklich. Da ist nichts mehr zu rütteln. Und die Eizellen sind dann verschwunden in der Mülltonne. So irgendwie bewegt mich das ja. So. Nicht für mich, sondern für Milan. Später mal. Tschüss, mein Schatzi. Tschüssi. Liebe dich. Das wird schon. And I'm caught up in the middle of it all. And it takes control of the person that I thought I was, the boy I used to know. But there is a light in the dark, and I feel its warmth in my hands, in my heart. Why can't I hold on? It comes and goes in waves. It always does. Always does. We watch as our young hearts fade into the flood. Unbeschreiblich eigentlich, wie man sich fühlt. Geht alles durch den Kopf, aber trotzdem ist er leer. So das Gefühl. Also wenn ich jetzt wieder dann bei ihm bin und ihn sehe und so, dann hat man wieder was zum Greifen irgendwie. So ist es gerade so luftleer. Auch obwohl er 18 ist. Also trotzdem bleibt er ja ein Kind. Freedom falling, feeling like the setting stone slips through my fingers, trying hard to let go. It comes
Warten und warten und warten. Tja, ja. Jetzt so ein Schnäpschen würde ich schon nicht ablehnen. Genau hier waren sie schon einmal, als Milan die Brüste entfernt wurden. Die Sicht werde ich auch nicht vergessen. Total glücklich, gestrahlt, gelacht. Die Augen haben geleuchtet. Es war ein Traum. Also wenn man das als Mutter sieht, nach so vielen Jahren hat er Kummer gehabt und war traurig und hat für sich alleine gewähnt und so. Und da war das erste Mal, war er glücklich. Ich glaube, zum ersten Mal glücklich in seinem Leben. Ist das mein Baby? Ich glaube, das ist auch. Jetzt sind Sie in Ihrem Zimmer angekommen. Es ist gelb und kann nicht schwimmen. Hast du die irgendwie um? Bagger. Ein gelber Bagger. Scully. Scully ist immer dabei. Willst du haben? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Da ich mit 18 noch ein Kuscheltier habe. Aber, also ich habe auch mehrere. Aber das ist so der Boss. Und mit dem kuschel ich jeden Abend. Warum lacht er? Weil du so süß bist. Oh. Ein paar Wochen später. Die OP ist gut überstanden, Milan trainiert schon wieder. Hauptsächlich Kraftaufbau so. Weil es fürs Capoeira natürlich auch wichtig ist, dass man Kraft hat und gute körperliche Spannung. Und natürlich, dass man gut aussieht. Also Sixpack incoming sozusagen. Im Sommer 2021 will Milan sein Abitur machen. Und dann? Ich habe überlegt, ob ich erstmal ein Jahr Pause mache und in dem Jahr dann alle OPs ranknalle, dass ich dann quasi fertig bin und dann schnieke ins Arbeitsleben starte. Milan will ein Mann sein, weil er ein Mann ist. Aber es bleibt ein Kampf mit Höhen und Tiefen. Trotz aller Fortschritte in den letzten Monaten und Jahren. Mein Leben hat sich sehr viel verbessert dadurch so. Und wenn ich mir das jetzt auf den Penis rauf vorstelle, dann wird es explodieren. Vor Lebensfroheit und vor Farben, vor Fröhlichkeit und so.